Data Researches. Professor Dr. Boris Otto ist Institutsleiter am Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik und Professor für industrielles Informationsmanagement an der Technischen Universität Dortmund. Am Fraunhofer ISST forschen er und seine Kolleginnen und Kollegen an digitalen Ökosystemen für die Logistik, die Datenwirtschaft und das Gesundheitswesen. In seinem Data Researches Vlog beleuchtet Professor Otto aktuelle Digitalisierungsthemen. Heute geht es bei Data Researchers um das Team am Fraunhofer ISST und seine spannende Aufgabe, einen selbstbestimmten Umgang mit Daten zu ermöglichen. Hi, heute würde ich ganz gerne vielleicht gar nicht unbedingt so viel zu inhaltlichen Themen sprechen, sondern auch ein bisschen Einblick geben, was für ein Team wir hier eigentlich haben am Fraunhofer ISST. Es ist ja so, dass wir zurzeit sehr stark über den Umgang im digitalen Raum sprechen und es ja sogar Befürworter gibt, dass man die Menschenrechte erweitern muss, um eben halt den Anforderungen im digitalen Raum gerecht zu werden. Also es gibt ja Diskussionen darüber, ob man die Selbstbestimmung über seine Daten beispielsweise tatsächlich als Menschenrecht verankert. Wenn wir das weiter herunterbrechen auf das, was Unternehmen bewegt, sehen wir eben, dass wir sehr stark involviert sind mit der digitalen Transformation, also dass man letzten Endes aus der Informations- und Kommunikationssicht sprechend aus der alten Welt sozusagen in die neue Welt sich transformiert und weiterentwickelt. Und natürlich haben wir dabei die herausragende Aufgabe zu bewältigen, dass wir einerseits die IT-Landschaft in Unternehmen natürlich jetzt nicht von einem auf den anderen Tag erneuern können, sondern nach wie vor natürlich mit beispielsweise relationalen Datenbanken, klassischen ERP-Systemen, transaktionalen Datenbanken zu tun haben und das auch weiterhin brauchen, aber dass natürlich die Innovation irgendwo dann doch viel stärker bei neuen Technologien, bei Cloud-Native-Anwendungen vermutet wird, die dann eben halt auch in der Lage sind, Daten zu kombinieren und innovative digitale Dienste halt anzubieten. Das hat nicht nur eine Änderung zur Folge in der Technologie selber, sondern eben halt auch, wie wir die IT, das Informationsmanagement in Unternehmen verstehen. DevOps ist ein gutes Beispiel. Früher haben wir sehr stark nach Wasserfallmodellen entwickelt. Also wir haben aufgeschrieben, was eine Lösung können muss und haben dann angefangen, sie zu bauen, haben sie getestet und so weiter und alles in einem sehr sequentiellen Prozess. Und heute sind wir eben halt in der Lage, diese Dinge stärker zu parallelisieren und unterscheiden eigentlich gar nicht mehr zwischen Entwicklung und Betrieb, sondern das geht aus einer Hand. Und natürlich ist es klar, und das hatte ich eingangs gesagt, dass wir auch diese Kompetenzen in unserem Team hier am Fraunhofer ISST in Dortmund halt abbilden. Also wir haben sehr erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch schon viele Entwicklungen mitgemacht haben, aber wir sind stark am Wachsen und haben deshalb auch einen immer größer werdenden Teil an jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die frischen Wind, das muss man so sagen, in das Institut halt bringen, was einfach sehr, sehr schön zu beobachten ist. Und ich will ein bisschen was dazu sagen, wie sich das Team so zusammensetzt. Also von der Ausbildung her haben wir sehr viele Informatikerinnen und Informatiker, viele Ingenieurinnen und Ingenieure, weil wir natürlich einerseits diese digitalen Technologien entwickeln und auf der anderen Seite eben sie auch in die Anwendung bringen wollen und deshalb auch verstehen müssen, was denn fachliche Anforderungen sind. Wir haben aber auch viele andere Disziplinen vertreten, also beispielsweise die Betriebswirtschaft, auch die Soziologie und die Medizin. Also wir sind ein bunter Haufen, was sehr viel Spaß macht, denn das ist ja auch keine neue Erkenntnis, dass dann als Team man erfolgreich arbeiten kann, wenn man besonders heterogen ist. Und das ist auch das, was mir persönlich ein Anliegen ist, dass wir eben halt sehr diverse Teams haben und auch eine sehr diverse Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterschaft. Und ich glaube, man kann sagen, dass wir eine sehr offene Arbeitsatmosphäre haben, dass wir flache Hierarchien haben. Wir duzen uns alle und haben eigentlich auch, wenn man sich unser Organigramm anguckt, da jetzt nicht so viele Ebenen. Also das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Sache. Also haben alle sehr direkten Draht miteinander, pflegen eine offene, kreative Kultur und das macht sehr viel Spaß. Und deshalb, wenn das für dich interessant klingt, dann bewirb dich bei uns und hilf uns, Datenökosysteme zu realisieren und einen Beitrag zu leisten zu einem wirklich wichtigen Thema, nämlich dem selbstbestimmten Umgang mit Daten.